59 aus. Einmal. Danke. Und zweimal. Ich wünsche einen guten Appetit. Danke. Sagen wir alle, für mich eher die große Schwester, aber für viele die große Platte. Bitte? Die Schlachterplatte. Naja, die Schlachterplatte ist nochmal ein Stück größer. Guten Appetit, ne? Danke. Ja, die ganzen Vorräte, ja? Ja, richtig. Tauschst du die beiden Wagen einmal aus, ne? So wie ich merke, ist ja nur, ja, so Bratwurst ist immer mit Darm. Ja, Bratwurst ist bei uns mit Darm, das ist das Klassische, sag ich mal. Ne? In Berlin essen sie, glaube ich, ohne Darm. Wir sagen auch, zum Beispiel, viele grillen die Bratwurst ja immer auf Grill, Holzkohlegrill oder Grillen eher wie gesagt. Und wir sagen, Bratwurst braucht Fett. Fett ist ein Geschmacksträger Ja. und schmeckt einfach auch besser. Und wir ritzen die Wurst auch nicht auf, weil wir, das erkennt eigentlich ganz schön. Aber Wurst hier, die platzen von alleine auf. Und dadurch, wenn sie alleine aufplatzen, weiter dann gebraten werden, wird dann diese Restaurant quasi hergestellt. Ja, das ist ein Familienrezept über 40 Jahre. Ich kenne das Rezept auch noch nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Und das macht es halt besonders, weil die Soße halt so über Jahrzehnte halt geliebt worden ist, zubereitet worden ist und immer noch die Nachfrage besteht. Macht ihr das hier dann jetzt die Soße vor Ort? Oder wird Die das Soße, wir haben einen eigenen Produktionslager. Generell ist bei uns alles legen wir sehr viel Wert auf hauseigene Sachen. Sei es unser Pulled Pork, Frikadellen, das wird alles hausgemacht bei uns. Ne? Und falls es mal nicht hausgemacht ist, kaufen wir dann von den Traditionsunternehmen in der Umgebung ein, sag ich mal, wie das Fliegerpilz. Das Fliegebier ist ja hier sozusagen in Bochum Standard. Ne? Oder auch die Brötchen, die wir gleich zählen müssen, von Wickenburg ist die Traditionsbäckerei aus Bochum, wo wir auch einkaufen, genau. Ja, klingt gut. Schmeckt auch gut. Ja, richtig, das ist sehr wichtig. Ja, auf jeden Fall. Okay, das sind Brötchen. Die bestelle ich ja jeden Tag frisch. Aufpassen, Sonne. Zum Bäcker. Das ist das, wovon ich gerade gesprochen hatte. Wir kaufen die Brötchen von Wickenburg ein, ne? Und die von Wickenburg, die müssen wir dann quasi auch immer jeden Tag zählen, weil kann eine Differenz sein von ein paar Brötchen oder auch zu viel sein. Und die müssen wir halt auch eintüten, so dass sie nicht austrocknen, die müssen sie halt richtig lagern, ne? Genau.
Muss ich einmal kurz hier ran. Und du heißt? Ich bin JJ. Ja. Wie lange bist du hier schon tätig? Ich bin seit jetzt im März, in 2 Wochen wären es 6 Jahre tatsächlich, also auch schon ein gutes Stück Das hier. ist ein Stück, ja, 6 Jahre. Genau, bin ich irgendwie über Umwege, wie man es kennt, in der Gastro reingekommen. Ja, habe ich mit einem Minijob angefangen, während meines Studiums weitergemacht und irgendwann hat es mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich das jetzt Vollzeit mache. Ich mache auch jetzt die Betriebsleitung hier quasi. Ich leite den ganzen Imbiss. Und ja, kann ich nur jedem ans Herz legen, zu uns zu kommen. Ja. Was hast du studiert? Ich habe es nicht zu Ende gemacht, weil am Ende habe ich gemerkt, dass mir die Arbeit mehr Spaß macht als das Studium. Ich habe Management Economics studiert. Habe ich nach 4 Semestern abgebrochen, weil mir das Geld verdienen halt ein bisschen wichtiger war. Ich bin auch relativ früh ausgezogen mit 19. Habe gedacht, ach komm, schlägst du den Gastroweg ein, in der Gastronomie wird es immer geben. Ne? Und wenn ich in der Gastro schon in Bochum arbeite, dann auch da, wo Tradition herrscht. Und da machst du nichts falsch, wenn du da im Bratwursthaus arbeitest. Nee, absolut. Ja, Bratwursthaus gibt es seit. Genau, also das Häuschen an sich, wo die Wurst verkauft wird, gibt es seit 1952. Und seit 1983 wurde das dann von der Familie Gottgold übernommen. Ja, und seitdem wird auch Currywurst verkauft. Ne? Genau, also schon eine klassische Tradition hier in Bochum. Also zuerst aufgemacht 1952. 1952 wird hier schon Bratwurst von der Dönninghaus Metzgerei verkauft, das ist korrekt. Also schon sehr, sehr lange. Wenn wir auch gleich rausgehen, kann ich dir mal den Unterstand zeigen. Dort haben wir einen Zeitstrahl, Ja. wo alles abgebildet ist. Ich glaube aber gerade, dass da jemand schon... Wollen wir jetzt die Gäste nicht stören, deswegen machen wir das gleich. Ja. Genau. Und das Angebot? Also Currywurst? Ja, das Angebot, genau, das ist vielseitig. Früher war es nur die Currywurst. Anfang 2010 haben wir dann tatsächlich auch erst Pommes angeboten, also relativ spät eigentlich. Aber die Nachfrage war auch zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, nicht da. Ne? Und seit 5 Jahren bieten wir auch Loaded Fries an. Loaded Fries sind einfach getoppte Pommes, getoppte Gerichte. Da sind wir dann einfach ein bisschen moderner gewesen, haben gesagt, wir möchten ein bisschen mit der Zeit mitgehen und haben dann die Gerichte gleich mal ein bisschen aufgepeppt, ein bisschen mehr Farbe reingebracht, ne? Und auch mal, sag ich mal, die Ansprüche oder die Nachfrage der Kunden sind wir halt darauf eingegangen. Unter anderem kann ich auch noch kurz zeigen. Ist das hier unser Klassiker? Das ist hier Curry Pommes Mayo, der Bochum-Teller. Ne? Genau, und wenn man die ganzen Gerichte jetzt nach und nach da vorbeigeht, sieht man, dass wir auch sehr, sehr viele andere Gerichte haben, die halt auch, sage ich mal, den anderen Kunden gefallen könnte. Nicht jeder mag Wurst, kann sein, dass da manche Pulled Pork mögen. 16 Stunden Slow Cook bei uns, auch hausgemacht. Ne? Auch manche mögen dann auch kein Pulled Pork, wenn wir unsere Frikadelle haben, ist auch der Klassiker. Dann machen wir unsere hausgemachten Frikadellen, also alles, was das Herz begehrt, sag ich mal. Natürlich auch für die, die kein Fleisch essen, gibt es die ganzen Alternativen hier auch ohne Fleisch. Das sind dann die Pommes Loaded Fries. Die sind alle vegetarisch. Vegan geht tatsächlich auch, aber nur der Spezialpommes. Wir bieten auch seit einem Jahr vegane Wurst an. Und unsere Currysoße sowie Mayo ist natürlich dann auch vegan. So dass dann jeder Kunde, jeder Gast glücklich ist.
Sani. Seit 2 Jahren hier. Sani ist unsere Mutti. Genau, das sagen wir alle. Für mich eher die große Schwester, aber für viele die Mutti. Sie passt immer auf, dass alle genug essen und trinken. Und ich ärgere sie gerne, deswegen ist meine große Schwester. Schon ein guter, unser JJ. Ja. Ja, und das ist Michelle. Möchtest du dich auch mal vorstellen, So, Michelle? Michelle. Also ich bin Michelle, ich bin tatsächlich seit 2 Monaten hier. Ich glaube die zweitjüngste. Also noch relativ frisch auch hier. Genau. Macht dir Spaß zu arbeiten, Michelle? Ja, sehr. Also, nein, also wirklich. Also erstmal gefällt mir das Team halt hier richtig gut. Deswegen macht mir auch echt Spaß hier immer zu arbeiten. Und generell das Konzept finde ich halt hier auch echt gut. Ist das dein erstes Job in Gastro? Nee, tatsächlich habe ich schon vorher in der Gastro gearbeitet. Hatte ich einen Job und dann bin ich hier hingewechselt. Ich arbeite seitdem ich 16 bin. Deswegen, aber es macht mir hier um einiges mehr Spaß. Ja. Kühlhaus, wo wir die ganze Fleischware haben. Und dann Ah, den kenne ich. Der ist gut. Der ist gut. gute Mayo, ne? Der ist gut. Genau. Den habe ich schon gesehen. Das sind unsere Frikadellen. Die sind halt auch alle aus Hand gemacht, ne? Alle selbst gemacht. Wie gesagt, also bei uns ist alles, was das Fleisch angeht und sowas, selbst gemacht, handgemacht, weil da legen wir einfach sehr viel Wert drauf. Weil am Ende des Tages können wir sagen, okay, wir kaufen die günstigen Frikadellen von keine Ahnung was. Den Kunden schmeckt es nicht. Davon haben wir nichts, davon haben die Kunden nichts. Ne? Weil wir möchten ja, dass die Kunden zufriedenstellend sind und auch gerne wiederkommen. Frikadellen machen wir auch hier warm. Aktuell haben wir so Probe-Frikadellen, sage ich mal. Genau, da können Sie die Kunden natürlich gerne abschmecken und probieren. Ja, und wenn es Ihnen gefällt, natürlich auch. Und hier ist dann der Abteil für die vegane Wurst. Das kann ich ja auch noch kurz erwähnen. Vegane Wurst wird ausschließlich in unserer Fritteuse gemacht. Dort werden nur vegane Würstchen und Also einzelne Fritteuse. genau, nur hier werden vegane Würstchen, gegebenenfalls auch Pommes, weil Pommes sind auch noch vegan frittiert. Wir haben auch Chicken Nuggets tatsächlich, die sind auch halal, weil wie gesagt, wir möchten ja versuchen, jeden Gast, jeden Kunden zufriedenzustellen und da ja nicht jeder Schweinefleisch isst, möchte dann auch dementsprechend irgendwie auch halal essen. Daher haben wir gesagt, wir holen auch Chicken Nuggets für die, haben auch coole Gerichte mit Loaded Fries und sowas. Ne? Ja, und die sind auch tatsächlich sehr gefragt. Kannst du mir noch 3 Nuggets von Kamotten bitte? 3? Ja. Gerade von Nuggets gesprochen. Ja. Genau, für die Nuggets haben wir auch eine extra Fritteuse. Das ist ausschließlich diese hier. Da sind auch nur Nuggets, da werden nur Nuggets frittiert. Das ist halt auch alles vegan halt, ne? Jetzt soll ich berufen dann. Hast du Hunger? Willst du was essen? Gleich, vielen Dank, ja. Weil du sagst ja 4 Stunden Vielen Fahrt, Dank. dann wirst du Ja. auch Hunger haben. Ne? Ja, ich habe morgens nichts gegessen. Nichts gegessen. Umso besser. Also, Danke, sehr. Ja, danke. dann werde ich dich von meiner Currywurst überzeugen. Dankeschön. Ja. Hast du schon was ausgesucht, was du essen möchtest? Nein, noch nicht. Noch nicht? Nee, Das ist eine große Auswahl, ne? Danke sehr, Dankeschön. Sandra kann ja auch die Schlachterplatte machen. Gerne. Was machen? Die Schlachterplatte, das ist das Schlachterplatte, so eine große. so ein cooles Ah, Gebiet. okay. Also wir haben Ja, das können wir jetzt zu zweit dann. Dann können wir das zu zweit essen. genau. Wenn man hier guckt, dann Ja. hast du eigentlich alles an Fleisch drauf, was du brauchst. Wurst, Pulled Pork, musst du selbst machen, Frikadelle und die Currywurst. Dazu noch eine Pommes Mayo, fürs gute Gewissen auch noch ein bisschen Krautsalat, Gürkchen, Ja. Zwiebeln. Ja, können wir gerne jetzt zusammen essen. Ja. Klingt gut, ja. Deswegen, also muss ich sagen, ist auch sehr, sehr gut gefragt, schmeckt super lecker und ist auch tatsächlich so ein Teiler-Ding, ne? Wenn, sag ich mal, der Mann richtig Hunger hat und die Frau möchte nur ein bisschen reinpieken, sagt der Mann, okay, komm, lass uns die Schlachterplatte holen. Deswegen also sehr, sehr lecker. Genau, hier ist unser Pulled Pork. Das ist ja auch, wie ich gerade schon gesagt habe, selbst gemacht. 16 Stunden Slow Cook, ne? Also
auch sehr viel Zeit und sehr viel Liebe investiert. Ja. Also wenn eine richtige Currywurst, dann musst du nach Ruhrpott. Genau, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, es gibt einfach auch sehr viele Imbisse hier im Bochum, generell im Pott. Und da ist einfach das gängigste die Currywurst. Ne? Klar, jeder sagt Döner hier, Döner da, Döner auch super lecker. Aber diese Currywurst hat einfach diesen Ruhrpott-Status. Allein wenn man ins Stadion geht, ist es eine Currywurst und ein Bier, was sein muss. Ne? Und ich war hier schon als kleines Kind essen. Da habe ich auch noch so ein richtig kleines so ein Foto, wo ich so richtig klein war. Man kennt es einfach, man gibt das auch traditionsweise der Familie immer weiter. Das ist für mich die beste Currywurst. Mein Vater hat es gesagt, ich habe gesagt, ich werde es meinen Kindern noch nicht irgendwann sagen können. Deswegen, also Bochum ist schon die gute Station für eine Currywurst. Ich habe es auch in anderen Städten probiert, aber muss leider, also was heißt leider zugeben, Geschmack ist individuell, jeder hat seinen eigenen Geschmack und ich finde es hier einfach am besten. Ne? Also in Bochum schmeckt es am besten, ja? Genau, in Bochum schmeckt es am besten. Ja. Meiner Meinung. Meine Meinung. Ja. Das werden wir jetzt testen. Ich bin gespannt. Ja. Was ist das jetzt? Das ist einmal der Chili Cheese Snack, einmal mit Currywurst, dann haben wir die Chili-Soße auf dem ganzen Snack verteilt, Käsesoße in Streifen, dann einmal unsere Hot Fire Soße, auch in Streifen, Restzwiebeln, jetzt kommen da noch ein paar Frühlingszwiebeln zu, einfach auch fürs Auge und dann noch ein paar Jalapenos und dann haben wir unseren Chili Cheese Snack. Ja, toll. Einmal schon mal der Chili Cheese. Oh nein, ich noch nicht stehen. Ich gehe nicht, weil ich nur zu schön war. Das ist unser Crazy Chick Snack. Und der Crazy Chick Snack. Guten Appetit wünsche ich. Hallo. Und wenn man drauf wartet, ne? Aber wenn du jetzt hier aber guckst, was Ja. gesagt wird, hier so sollte die Bratwurst dann aussehen. Schön aufgeplatzt, schöne Röstaromen schon und so sollte auch wieder von beiden Seiten aussehen. Also das wäre dann die perfekte Bratwurst quasi. Und mit unserer Soße die perfekte Currywurst. Ne? Aber die geht manchmal auch schneller. Ja, meine Kunden warten schon hier. Du hast noch eine, Entschuldigung. Wir haben ja jetzt noch eine. So, das wird klassisch Currywurst Pommes Mayo. Und dann kann man richtig ein bisschen später. Wie bitte? Dann kann man ein bisschen später richtig zur Sache gehen. Also erstmal in den Genuss kommen und dann. Zweimal Currywurst Pommes Mayo.
Einmal. Danke. Und zweimal. Ich wünsche einen guten Appetit. Guten Hunger. So. Genau, wieder klassisch. Das ist auch unser Bochum-Snack, so wird er bei uns ja auch genannt. Kommt gleich noch zu den noch. Oh, was ist für eine? Das ist der Orient-Snack. Orient, Das okay. ist auch besonders bei uns. Wir haben jeden Monat tatsächlich ein Monatsgericht. Heißt, es gibt jeden Monat immer irgendetwas Neues, weil manche Kunden haben sich, sag ich mal, von der Karte satt gegessen. Dann sagen wir, okay, wir können dann einfach immer zwischendurch was Neues reinbringen und dann auf Nachfrage gehen. Manche sagen dann, ich will den Hollandaise-Soße, Pommes, irgendwas. Oder manche sagen, ich möchte irgendwas Orientalisches. Dann gehen wir auf die Wünsche ein. Also diesen Monat Orient speziell? Das ist der Orient-Snack, genau. Orient-Snack, genau. ja. Das ist einfach das neueste Gericht, was wir aktuell haben. Nächsten Monat kommt der Onkel Sam's, auch sehr lecker. Und zwischendurch, wir wechseln halt alles so Richtung mexikanisch, dann mal asiatische Richtung. Also wir haben sehr, sehr viele Auswahlmöglichkeiten und haben jeden Monat was Neues. Wir machen jetzt zweimal Greek Hummus. Greek Snack, sorry. Brauchst du noch eine Currysoße? Genau. Die klassische Currysoße beim Greek Snack. Dann gehen wir einmal rüber zur Topping-Theke. Auf die Pommes kommt die Pink Garlic Soße. So, dann gehen wir weiter. Kleinen Moment, dann muss ich noch mal eben selber schauen. Hirtenkäse. Ziegenkäse? Hirtenkäse, Ah. genau. Auch auf die Pommes. Dann einmal Tzatziki. Achso, okay, alles klar. Der Kollege sagt, Und dann haben wir was? Letztendlich? Genau, das ist der Greek Snack. Mhm. Der griechische mit Zwiebeln noch. Dann auch einmal nochmal Frühlingszwiebeln und Petersilie. Und so sieht dann unser Greek Snack aus. So, dann machen wir das gleiche jetzt nochmal bei Ja. dem hier. Ist auch relativ beliebt tatsächlich bei uns. ja, die Bessemer Straße an der Feuerwache. Geht ja so runter, dann kommt ja die Brücke, die große Tunnel. Und davor geht links zum Berghof. Das heißt unser Shop. Direkt am Anfang. Also gar nicht verfehlen. Ja? Alles klar? Hallo? Einmal der Greek Snack zu dir essen. Nur die Kamera. Wie bitte? Okay. So.
einmal müssen wir den Geek-Snack reinpacken. Und das Lustige, was cool ist ja auch immer, wenn der VfL Bochum zum Beispiel heimspielt, das ist ja mal ganz cool, dass die ganzen VfL-Fans immer einen Zwischenstopp hier machen. Das ist der, wie lange ist das zur Kastropper Fußweg? 20 Minuten? 20 Minuten Fußweg ist das auf dem Stadion. Und das ist mal so eine Tradition. Wir gehen zuerst eine Currywurst essen und noch ein Fiegelbier dazu. Dann kommen die Familien, die ganzen Fußballfans hier immer essen und dann ab zum Stadion. Ne? Und wenn sie dann auch gewinnen, auch wenn sie verlieren, kommen sie danach auch. Aber wenn sie gewinnen, umso besser ist die ganze Stimmung in den ganzen Bermuda-Dreieck. Sehr, sehr aufgedreht, sind sehr, sehr glücklich alle. Das Krasseste, was ich erlebt hatte, war, wo 2 oder 3 Jahren, wo der Bochum den Aufstieg, wann ist Bochum aufgestiegen? 4. Vor 4 Jahren? Wo die vor 4 Jahren aufgestiegen sind. Boah, was war hier denn los? War das nicht sogar in Corona-Zeit? Jetzt ist das entweder, jetzt ist das 5. Jahr, ne? Also war auf jeden Fall. Hier war ja auch die Genau, das ist das 5. Jahr. Oder wir im Jahr 4? Das ist auf jeden Fall recht neu gewesen. Ja. Bochum ist Ja, haben nicht wir. groß, Bochum ist aber Natürlich haben wir. sehr, sehr, wie soll ich sagen, familiär. So, jeder kennt sich, jeder kennt das Bratwursthaus, man kennt sich auch mittlerweile untereinander, also Gäste und Mitarbeiter. Weil, ja, und das ist halt so, man geht gerne zum Bratwursthaus, weil man auch weiß, dass die Kunden wertgeschätzt werden. Wir versuchen ein positives Erlebnis zu geben, dass sie sich auch wohlfühlen. Und deswegen kommen wir auch gerne wieder und wir freuen uns natürlich auch, wenn sie wieder kommen. Wo wir heim gegen Bayern gewonnen haben, diese 4-2. Ja. Da war ich tatsächlich auch im Stadion, da war ja Corona-Zeit. Ja. Ich gehe gerne an diese Bande und Auf die Pommes was drauf? Ja, Mayonnaise. Ja. Darf ich die jetzt auch noch essen? Wie bitte? Darf ich die jetzt auch noch Aber natürlich, die ist jetzt Ja, klar. besonders toll. Ja. Und eine Sprite bitte. Aber gerne. Ja. Ja. Also, ich hab zu danken. Und dann bitte. Bitte. Ja, ich glaube, da wird so nichts. Darf ich dir das aufmachen? Bitte, Okay. Orientalisch, ja? Das ist genau, das ist der Orient. Unser Monatsgericht.
Und das ist der Orient. Einfach der Weg rüber dann? Ja. Gerne. Bei beiden? Krakauer? Ja, das ist unsere XXL Krakauer. So, willst du der Krakauer? Ja. Gerne. So. Ich kann die Leute auch einpacken. Ja. So, Was steht Bratwurst? Cola habe ich schon gesehen. Darf ich die direkt öffnen? Einmal mit 10 Euro für den Cent. Wirklich gut. Gut, das geht. Was sagen die Berliner hier, wenn die hier ankommen? Zu euch? Unterschiedliche Meinungen. Also wie gesagt, Geschmäcker sind individuell, jeder hat einen Ja, eigenen klar. Geschmack. Berliner sagen, nee, die schmeckt mir gar nicht. Meine Berliner Currywurst ist die beste. Aber natürlich gibt es auch Berliner, die sagen, ey, die Currywurst bei euch ist so geil. Wir haben übrigens auch einen Versand, wo wir Wurst und Soßen liefern innerhalb Deutschland, wenn es Bayern ist, Hamburg, Berlin oder so. Heißt, da wird auch sehr gerne dann bestellt, weil sie dann überzeugt sind von unserer Currywurst. Wie gesagt, also ich von mir aus sage natürlich, mir schmeckt die Bochumer Currywurst am besten. Es gibt natürlich sehr viele Leute, die dann sagen, Berliner Currywurst schmeckt am besten. Am Ende des Tages kann man es nicht jedem Menschen recht machen, man kann nicht jeden Geschmack treffen. Deswegen aber, So ein Imbiss gibt es gar nicht oder ein Restaurant, der Nein. auf alle. genau, alle also anspricht, wenn ja. das ein Anspruch ist von jemandem, dann werde ich auf jeden Fall sagen, das geht nicht, das klappt zu 100% nicht. Es ist unmöglich, aber man kann trotzdem seine Zielgruppe, sein Klientel, den Anspruch bieten oder das bieten, was sie auch annehmen wollen. Und das kommt ganz gut an bis jetzt. Also wir haben viele Gäste, die sagen, ihr seid super, macht weiter so und es kommen mehr Gäste dazu. Solange uns keine Gäste abwimmeln, weil die dann sagen, schmeckt nicht oder so, ist alles schön und gut im grünen Bereich. Ja, ganz schön viele Würstchen. Ja, ganz viele. Genau, alle 6 tatsächlich. Vegane? Genau, das ist die Vegane. Hallo, hallo. Nummer 2 kommt rausgefahren. Haben wir 22? Ja, ich habe Hunger. Schön. Der vegane Greek soll ohne normale Zwiebeln, deswegen lassen wir die diesmal weg.
Also jetzt Greek als Veganer? Oder? Genau, das ist der Greek Vegan. Nee, vegetarisch, sorry, mit der veganen Wurst. Weil der Käse ist ja nicht vegan, Tzatziki ist nicht vegan, deswegen ist er nur vegetarisch. Brötchen hast du? Hallo. Nein, Bratwurstbrötchen. Sehr gerne. Senf oder Ketchup drauf? Ein bisschen Senf. Scharf oder wilder Senf? Machen wir heute mal scharf. Sehr gerne. Grilltische. Wünschen Sie Appetit. Wir müssen immer das Öl messen. Ich weiß gar nicht, was genau für ein Wert das ist. Ich glaube, der Salzwert. Und wenn der zu hoch ist, müssen wir halt das Öl komplett einmal wechseln. Also reinigen das jeden Morgen, also filtern das. Aber wenn der Wert halt über 23 ist, dann wechseln wir es halt komplett. Und dann kommt das in die Tonne, also in die Altöltonne, nenne ich das jetzt mal, ne? Ölfässer, genau. Aber der war jetzt bei 13,5. Das heißt, das Fett ist noch gut. Genau. Hotel gehabt oder das war nicht so, das war kein Hotel, das war so. Ich danke dir. Das ist der Schrecken. Brötchen ist kosten. Brauchen wir noch eine extra Gabel oder reicht das so? Die große Portion? Das ist die große Portion, der Greek Teller. Okay, machen wir. Soll auch die Pommes was drauf? Ja, mal kurz. Aber natürlich, Das ist ja die Schlachterplatte. Bitte? Das ist ja die Schlachterplatte. Naja, die Schlachterplatte ist nochmal ein Stück größer. Ja. Da haben wir ein extra Tablett für. Dann haben wir 12 mit Karte, ne? Einmal hier hinten auflegen. Ja, ja, die Nuggets dauern eh ganz ruhig, ne? Ja.
Nee, noch einmal drüber halten bitte. Ist der tiefer? Dann wünsche ich guten Appetit. Dankeschön. Das ist hier unser Zeitstrahl. Und so sah es 1952 aus. Und man Ja, so ein kann's- kleiner Imbissstand. Genau, ganz kleiner Imbestand, da gab es nur Bratwurst. Ne? Ich weiß nicht, ob es auch Currywurst gab. Wie gesagt, das ist nicht meine Zeit 1952. Ne? Und wie ich schon erwähnte, 1983 ist das dann zu Dönninghaus gegangen. Dann haben wir das so umgebaut, ne? Bratwursthäuschen. Da war hier noch der Durchgang zum Parkplatz, aber der ist ja auch mittlerweile nicht mehr. Also der Besitzer ist Herr Dönning. Nee, also von Dönninghaus zu Gottwald. Gottwald ist seit 1983 der Besitzer vom Bratwursthaus und seitdem gibt es dann auch unsere eigene Currysoße. Und dann der erste Umbau von 1983 auf 2002, siehst du hier, haben wir dort einmal umgebaut. Ne? Und jetzt sieht er so aus. Also auch nochmal ein zweiter Umbau, nochmal ein bisschen größer gemacht, ein bisschen moderner. Ja. 2010 Pommes, wie ich sagte. Und 2014 ist der Sohn, der Ronald Gottwald, der aktuelle Chef und Besitzer, betreibt das mit der Frau Alexandra, unsere Chefin, seit 10 Jahren jetzt schon. Ne? Und dann habe ich ja dir auch erzählt, 2019 haben wir dann angefangen mit den anderen Gerichten, mit den coolen Toppings und so was. Ne? Und 2020 war Scheißjahr für alle Gastronomen, ne? Wissen alle. Corona-Pandemie, aber konnten tatsächlich zwischendurch ein paar Lösungen finden und konnten immer noch unsere Gäste beglücken und ja, 2021 dann der Lieferservice. Das ist so der Zeitstrahl, wie sich das hier entwickelt hat. Also, wie man sieht, sehr, sehr viel ist passiert und geschehen und ich bin sehr froh darüber. Viele Gäste sind froh darüber. Ich bin froh, hier zu arbeiten, Kunden zu bedienen. Die Kunden sind froh, hinzukommen und merken ja auch, wie sich das hier alles entwickelt haben. Die Gäste sagen ja, ey, ich kenne doch, wo das Häuschen so klein war und so. Das war 1960, so, ey, da war ich doch gar nicht auf der Welt. 40 Jahre später war ich dann auch mal hier. Genau. Aber das Bratwursthaus gibt es nur in Bochum. Das gibt es aktuell nur in Bochum. Aber, okay. Aktuell besitzen wir auch eine Foodtruck seit ein paar Wochen. Also, falls da auch mal eine Anfrage oder Nachfrage besteht, können wir natürlich auch auf Festivals oder anderen Städten mit unserem Foodtruck auch einmal rüberflitzen und dort unsere Currywurst verkaufen. Was in Zukunft geplant ist, steht alles noch offen. Ne? Wer weiß, vielleicht kommt eine andere Filiale, vielleicht auch nicht. Je nachdem, wie sich alles in den Karten spielt. Gab es mal so Gespräche, dass man eine zweite, so eine Filiale, so noch eine? Ja, also wie gesagt, der Foodtruck ist ja jetzt zustande gekommen. Okay. Das ist ja so ein kleines zweite Filiale, mobil, Ja, sag ich. ja, Ne? mobil, ist ja. ja jetzt kein richtiger Standort, aber ich sag mal so, offen sind wir für alles. Ne? Wenn sich mal was ergeben sollte, sind wir natürlich offen dafür. Aber aktuell sind wir auch so zufrieden, wie es gerade ist. Schon eine gute Anlaufstelle hier im Bratwursthaus. Ja. Toll. Genau, das ist auch ein Unterstand. Ne? Also, falls den Leuten mal kalt draußen werden sollte, können Sie sich gerne hier runterstellen. Hier ist es auch immer schön überdacht. Schön warm, schön kuschelig. Hier kann man sich nur nicht hinsetzen, weil es jetzt kein riesen Unterstand, wo sich dann jeder hinsetzen kann, aber damit die Leute dann auch windgeschützt essen können und. Draußen ist dann alles überdacht, also mit normalen Schirmen, Sonnenschirmen, damit auch die Sonne nicht so auf die Stirn ballert, sag ich mal. Und ja, ein paar Sonnentische haben wir auch noch, die mit Sonnenlicht bedeckt sind, aber sonst sollten eigentlich so knapp 100 Sitzplätze draußen sein. Sollte auch jeder etwas finden. Ja, der Stand ist sehr groß. Ja. Wenn man das so betrachtet, so anschaut. Und eigentlich auch immer recht voll, vor allem am Wochenende. Da muss dann, also aktuell machen wir es ja auch so alle 10, 15 Minuten die Außenrunden, damit das Ambiente immer schön und ordentlich bleibt. Am Wochenende kann es sogar mal auch alle 10 Minuten sein, oder 5 Minuten, weil es sehr, sehr voll ist, aber aktuell alle 10, 15 Minuten gehen die Kollegen raus und machen den Arbeitsplatz, das Ambiente sauber, damit die Gäste sich wohlfühlen. Und in euren Flyer, was ist da? Genau, unterschiedliche Flyer haben wir, also kann ich mal zeigen, das ist einmal so eine kurze Zusammenfassung von uns, Bratwursthaus in der
Innenstadt. Das, was ich dir erzählt hatte, wir haben auch einen Shop, da wo auch die Produktionshalle ist. Dort ist es auch möglich, die Wurst und die Soße zu erwerben. Was dann auch für viele interessant sein könnte, ist der Versand. Ne? Also falls deine Zuschauer Lust haben und Hunger bekommen haben auf die Currywurst, können sie sich gerne Currywurst, also Bratwurst und Currysoße liefern lassen. Mit dem Gutscheincode erhalten sie ja auch noch ein Glas Currysoße gratis zu. Catering bieten wir tatsächlich auch an. Also falls mal eine Hochzeit, eine Party stattfindet und dann die Leute sagen, yo, Bratwurst, ich brauche mal eben 100 Currywurst. Habt ihr was, könnt ihr was fertig machen? Kein Problem, machen wir, alles easy. Lieferservice, wie gerade schon erwähnt, haben wir auch. Und natürlich auch so eine Expressbewerbung. Wir haben auch natürlich viele Standorte, wir haben viele Mitarbeiter. Ich glaube, wir sind bei aktuell 120 Mitarbeitern oder so. Ne? Vieles dabei. Pizzabäcker, Verkauf, Shop, Fahrer, Produktionshelfer, Lagerist, alles mögliche. Und falls man sich dann schnell bewerben möchte, kann man sich hier mit dem QR-Code bewerben. Wir sind offen für alles. Wir freuen uns über jede Bewerbung und freuen uns, wenn jemand Teil des Teams sein möchte. Ich dachte, jetzt könnte ein Mutter sein, Luca? die hier schon ganz. Achso, Ja. das ist gemacht. Nein, wir probieren nichts. Ich muss jetzt leider bedienen. Hallo? Ja, komplett egal. Ja. Am 15.80. Braucht ihr eine Fragekette dazu oder geht das so? Okay. Kein Moment, ne? Oh, jetzt Pika? Doch, haben wir auch noch. Wollen Sie einen bekommen? Achso, was kostet einer? 7 Euro. Warte, eine Sekunde. Du kannst ja mal mit zum Fußballspiel von mir Möwen spielen. Auf Sonntag, ne? Mhm. Ja. 3 Euro. Ganz schön wackelig, wenn die Kamera da so drauf ist. Ich schließe mich einfach dem BV Hilltropf an. Den Ultras, ja. Schließ mich da. Letztes Mal wollten sie was zum Zünden mitbringen. JJ kriegt Stadionverbot, weil er was zum Kunden war. So, das ist jetzt die vegane Version, auch mit veganer Mayo. Ja. So, einmal ist fertig. Zweite kommt sofort. Kleinen Moment. Ach echt? Ja. Wünschst du dir guten Appetit auch zu deinem Baby? Genau, das sind unsere eingeschweißten. Ja, Das schön zu, stellen wir Hause, uns schön zu Hause auf dem Grill. Genau. Der Herr hat zweimal die milde Soße genommen, einmal die klassische und einmal die Chili-Soße. Kann nicht, ich bin noch jünger als Der Mutter Also ihr seid 18 und 19, Ja. Was habt ihr vor nachher? Zu studieren vielleicht? Ich habe Abi gemacht jetzt, letztes Jahr im April und ich fange jetzt im April fange ich an zu studieren. Ach was. Ja, Und zwar? Psychologie. Psychologie. Ja, Sigmund Freud. ja, Okay. genau. Okay. Und dann arbeite ich weiter hier als Werkstudent. Genau. Ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Das heißt, in Zukunft möchtest du als Psychologin arbeiten? Ja, also ich will auf Und jeden eine Fall eigene noch- Praxis? Genau, ich will auf jeden Fall in die klinische Psychologie. Wahrscheinlich so in die Kinder- und Jugendrichtung. Genau. Und dann gucken, eigene Praxis oder irgendwo. So, kleine Pommes, was Mayo.
Ja, gerne. Hervorragend. Brauchen Sie Ihren Beleg? Dann lassen Sie es schmecken, ne? Danke. Ja, Cheese and Bacon Teller. Eine andere Soße? Eine andere Soße? Das ist milde Soße, die kommt auf der Pommes bei dem Spezialsnack. Da kommt jetzt noch Mayo und frische Zwiebeln drauf. Zweimal. So. Einmal Bochum. Bitteschön. Dankeschön. So, und einmal Spezial. Guten Appetit euch, ne? So, hallo, bitteschön. Ich hätte nicht da bleiben können, die Kollegin ist sofort da. Hallo. Welche Mildesoße drauf machen? Gerne. Einmal Bochum-Teller. Wünsche dir guten Appetit. Danke. So. Kleine Pommes und Mayo Ketchup. Einmal immer so die Krümel ein bisschen vom Tisch. Da haben sie wahrscheinlich Bratwurst gesagt. Bratwurst kostet 3,10 €. Die Currywurst kostet 4 €. Currywurst kostet bei uns jeweils 4 €. Das Brötchen ist gerade 4 €. Sorry.
Churros. Na? Guten Dankeschön. Appetit, ne? Hast du Hunger? Danke. Pulled Pork mit Pommes und Mais. Okay. Gerne. 78 einmal. Mit Karte bitte. Gerne Karte drauf. Senf oder Ketchup drauf? Ja, alle? Ja. Scharf oder mild? Scharf? Scharf. Einmal? Ja, Die beiden Gerichte kommen sofort. Du kannst das auch natürlich. aber wie viel Grad kann man wechseln? Einen guten Appetit. Danke. Soll ich Ihnen das auf die Hand geben? Ja, das wäre super. Danke. Guten Appetit. Dankeschön. Brauchst du was? Nee. Kunden gehen immer vor und sagen nicht. Eingelegten Pink. Also Montagsmaler, ja. So. Auch noch fürs Gewissen ein Gürkchen. Der Würstchen, mit Würstchen. So. Hey, wir hatten die Krakauer hier hochgelegt. Zwei Frikadellen. Oh, und das ist die Schlachtklappplatte. Ja, mega. Immer welche haben, ne? Wo du trotzdem